Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch heute nur mal einen ganz kleinen Tipp geben, wie ihr unter sehr kalten Bedingungen trotzdem erfolgreiche MSLA-Drucke erreichen könnt. Das ist jetzt ein beschichteter Testdruck des Siragetec Blue Clear V2. Tatsächlich hatte ich einen Fehldruck, wo sich dann hier so eine Art, ich sag jetzt mal, ein Eiszapfen gebildet hat, der sich schön in meinen LCD-Bildschirm reingebohrt hat und natürlich dann für 130 € ein neues Ersatzteil vor Ort hat. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, habe ich mir jetzt hier diese Temperbox gebaut. Das ist alles kein Hexenwerk und ich möchte es euch auch nur deshalb zeigen, weil ich finde, dass es wesentlich einfacher und schneller gemacht ist als die Bastlerlösungen, die andere Leute so anbieten. Zum Beispiel, wie sie sich irgendwelche Heizlüfter mit Temperaturfühler für ihren Anycubic direkt da rein löten. Und das hier ist wirklich sehr, ich sag jetzt mal, zusammengeschustert. Das Ganze besteht aus einer Box aus Styroporplatten. Die gibt es in verschiedenen Stärken im Baumarkt, einfach nur als Dämmstoff, damit die Temperatur drin gut gehalten werden kann. Und dann die Lücken mit einkomponentigen Polyurethan-Pistolenschaum zusammengeklebt. Ihr hört es hier schon summen, das heißt, der Lüfter ist jetzt gerade angeschaltet. Ich hole ihn gleich mal raus. Befindet sich hier drin. Das einzige Problem an dieser Lösung ist, dass sie wesentlich sperriger ist als so kleine maßgeschneiderte Sachen, weil ja hier drin noch der Drucker Platz finden muss und sich die Bauplattform frei bewegen können muss, logischerweise. Und das hier ist das Gerät. Das ist eine Steckdosenheizung, die ich für ungefähr 25 € online gefunden habe, die sich beliebig an jede Steckdose stecken lässt und dann mit einem eingebauten Thermostat in einem geschlossenen Innenraum die Temperatur hält. Und jetzt könnt ihr hier einstellen, wie viel Grad im Inneren herrschen sollen. Hier kommt es auch schön warm schon rausgepustet. Dann könnt ihr einstellen, wie schnell der Föhn laufen soll. Schnell und langsam. Und hier dann die Zeit, nach wie vielen Stunden sich das Gerät automatisch ausschalten soll. Das Maximale ist 12, wenn ich mich nicht irre. Ja, 12 Stunden maximal. So, und hier steht der Drucker noch auf einer Grundplatte, damit natürlich auch nach unten die Isolierung und also dass die Temperatur besser gehalten werden kann. Ihr müsst natürlich ein bisschen Platz lassen, dass der USB-Stick und hinten das Stromkabel noch passen. Da könnt ihr vielleicht noch irgendwelche Adapter finden, dass das eine schlankere Lösung ergibt, aber ich habe es jetzt einfach so gebaut. Und hier drüben sitzt dann das Heißluftgebläse. Ja, Harz, alles so, vorbereiten. Ja. Jetzt heizt sich das Ganze auf. Ohne Drucker dauert es ungefähr 1 Minute, bis da drin 25 Grad erreicht werden. Und mit Drucker sind es 5 bis 10 Minuten, einfach weil das Metall sich ja noch erwärmen muss. Aber insofern, das Gerät hat irgendwie, ich glaube, 150 Watt oder so, das ist schon sehr effizient. Gut, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich denke, das ist eine ziemlich einfache und intuitive Lösung. Hängt natürlich ein bisschen von eurem Skill und eurer Werkstattausrüstung ab. Also ob ihr auch eine Säge habt oder so, um das Ganze gerade zuzusägen. Vom reinen Materialaufwand sind das ungefähr so 40 €. Also der Heizlüfter, Platten und der Bauschaum vielleicht und das Verlängerungskabel. Und der Rest, der hängt dann so ein bisschen auch von eurem Skill ab. Aber ihr seid ja alle groß genug. Eine Kiste bauen kriegt ihr vielleicht noch hin. Ja, dann fröhliches Drucken und bis zum nächsten Mal.